Ich denke, Kaviar wird auf jeden Fall alle sein, wenn Max da hochkommt. Der versorgt jemand und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Life is Strange. I love that Jack Kerouac and the Beats hung out in this same hood. Dig it, Cat. Zeitgeist-Galerie. Bis Dezember, okay. Ach so, Held des Alltags ist wohl gerne in anderen Galerien oder auf jeden Fall ist die Zeitgeist-Galerie wohl nicht immer der, ich sag mal, Gastgeber. Das soll Kunst sein. Okay, lass mal mal so. Nicht stehen, sondern hängen. Die kennen wir doch aus dem Flugzeug. Are you Max Caulfield? Bravo on your entry. I'm the art critic for Iris N magazine, and we would love to include you in a piece about future trendsetters in photography. I'll send you the details this week, if that's okay. Congratulations for your piece. Wie er einfach nicht wirklich mit Max spricht. Und Max auch überhaupt nicht auf ihn reagiert. Not my style, but the neon is a nice representation. Oh, shit. Pretentious alert. Sag mal bitte Schnöselalarm, Max. Das würde ich so gerne von dir hören. Das war auch so ein allgemein gehaltener Satz von ihr. Look at this print. The depth of field, the colors. Look at the bokeh shape. This was definitely shot with a medium format camera using a Leica 35mm lens. You can definitely find out those details. The story of a photo if you know how to look at all the details of a picture. Oh, this is so interesting, Matthew. I didn't think you knew about all this. When I was younger, I did a lot of photography studies. Didn't I tell you about it, Emma? I was quite good at it, actually, but I decided to drop photography to do a real paying job. Anyway, it is interesting to be here, and you're lucky to be with me here. I can share all this with you. Dad? The label says that this is a print from a disposable camera. What are you talking about? Yes, of course. I was meaning a Leica disposable camera. Yes. And don't contradict me anyway. Whatever. Wie sie das Glas hält und wie der Wasserstand da drin ist. Come on, Max. Chloe is finally safe. Jefferson is done, and your photo is on display in San Francisco. In Sicherheit. Feuerwehrfrau. Ein Held des Alltags, eben der Held für viele Kinder. Hot Dog Man. It's great to read all these comments. Even the mean ones. Selbst die. So eine Inspiration von Jay Deitz. Nicht so gut wie die Show letztes Jahr. David Foy. Da möchte ich direkt selber Fotos schießen. Adam B. Die Zukunft der Fotografie beginnt hier. Lisa Simpsons. Okay. Diese Helden wählten den Pfad des geringsten Bedauerns, Thomas Farber. Ein großartiges Beispiel totaler Bewachung, Anthony Cass. Ihre 15 Minuten Ruhm sind fast um, John Doe. Danke, das ist sehr schön. Inspirierendes Material von Steve. Ich habe auch Aufnahmen gehofft, die wir aus dem Life is Strange Universum kennen. Lisa Simpsons. Habe ich selbst nicht großartig geguckt.
Einige werden jetzt sagen, was? Wie, die Simpsons nicht geguckt? Ja. Man kann nicht alles gucken und sich für alles interessieren und Zeit für alles aufwenden geht nicht. Man muss sich halt Sachen rauspicken. Da. Mit ihrer Kamera. That looks familiar. This might be too metaphoric. Ah, da hinten ist wieder die Geschmackssache. Hier, bitteschön. Ich habe mit ihrer Kamera ein Foto von ihm gemacht. Aber das Foto habe ich mir selbst genommen. Wie? Digital übertragen? Ja, Geschmackssache, ich weiß. Max findet das toll, ich find's nicht so toll. Sie sieht schon wieder zu besonders aus, als wäre sie nur generisch und so eine Person von nebenbei. Sie sieht halt nicht typisch generisch aus. Hat auch Sommersprossen im Gesicht wie Max, aber stärker als Max. Aren't you from Blackwell Academie? I wanted to go there, but I didn't get in. They have such a cool program. I bet you're learning a lot. Kein Kommentar von Max. Einfach so. Kein Kommentar. Aren't you from Blackwell Academie? I wanted to go there, but I didn't get in. They have such a cool program. I bet you're learning a lot. Eine Davidina Madsen? Davidina, hä? Dann lasse ich mal Max sagen, was sie sagen möchte zu dieser Kunst. That one is kind of silly. Albern? Stimmt schon, ja. I would love to have this on a shelf. Someday. Okay. I would love to have this on a shelf. Someday. Lass ich einfach mal so stehen. I like. Oh, but imagine how much time it takes to make one sculpture. Ich bin so gar nicht der Museumstyp. Ich bin so gar nicht der Museumstyp, also allein schon in der Schule, als es dann hieß, hey, ab ins Museum oder als Kind, wenn man in der Freizeit dazu genötigt wurde, sich da sowas anzugucken, fand ich, gelinde gesagt, immer nicht berauschend. Heute würde ich es mir auch nicht freiwillig angucken, also Zeug in Museen oder so. Weiß nicht, ist mir irgendwie nix, aber hier liegt wohl an Life is Strange. Nein, liegt an der tollen Begleitung, an Max. Da bin ich relativ gerne hier. Was bist du denn? Ein Hinweis, ein Hinweis. Ist das Kunst oder was ist das? Das Logo. Oh man, that is incredible. Was? Das Geländer? Ja, schon schick. Like, I do not understand art. Sie hat ein Dreieck als Kette oder an der Kette. Unter anderem. Champagne makes me think of me and Chloe getting busted with that wine.
Und dann noch der Weinfleck. Ich muss gerade an etwas in Life is Strange denken, was jetzt gar nicht zwingend mit Wein oder Alkohol zu tun hat, aber es klingt so ähnlich. Don't worry if I write rhymes. I write checks. Dieses Write Rhymes habe ich anfangs erst als irgendwas mit Wein verstanden. Aber dann beim späteren, genaueren Hinhören, if I write rhymes, I write checks. Na? Ey, Vorsicht! Woher kommt das aus Life is Strange? Ich lasse euch noch ein paar Sekunden. Life is Strange. True Colors. Affy, difficult. Don't worry if I write rhymes, I write checks. Don't worry if I write rhymes, I write checks. It was cool that Principal Wells came along. He could have canceled our entries after what happened with Jefferson. Auch schön, dass er sich die Zeit nimmt, um Max zu begleiten. Macht wohl sonst keiner und Max soll halt einfach einen tollen Tag hier haben und da kommt er gerne mit und ich hoffe für ihn auch, dass er die Zeit hier einfach mal auch nutzen kann, um nach dieser Woche Abstand zu gewinnen von dem ganzen Trubel und dem ganzen Mist, mit dem er sich auseinandersetzen musste. It was cool that Principal Wells came along. He could have canceled our entries after what happened with Jefferson. Diese Häppchen, ich kann natürlich nicht beurteilen, was ist das denn, Fehler in der Matrix, wie die schmecken, aber wenn ich schon sowas sehe, solche Häppchen, Buffet, okay, das ist so schickimicki-Essen, so klitzekleine Portionen, ganz vorzüglich und würden bestimmt, weil auch künstlerisch wertvoll, bestimmt $25 pro Stück kosten. Jetzt spreche ich schon in Dollar. Obwohl ich mit Dollar nicht so viel am Hut habe. So, how are you handling your new fame as a photographer? I don't feel like a famous photographer yet. Every journey starts with the first step. I'm only a Blackwell bureaucrat, not an artist. But you've made us proud with the great response to your work so far. It's kind of surreal to be here after everything that happened at Blackwell. All the more reason to celebrate your success. Maybe I feel guilty for celebrating. Leave that to me. I should have been more proactive about Kate Marsh and her awful situation. She's strong, and I'm glad she made it out of that hell. I should have put my foot down with Nathan Prescott. Or put my foot in his ass. Dieser kleine Einfluss, da hat schon gereicht im Klassenzimmer. Jefferson hat uns getäuscht, nicht ihre Schuld. Aber ich bin verantwortlich, würde er sagen. It's not your fault. You didn't know what really happened. I know, but that's not a good excuse for a principal. And Jefferson had such a great reputation. Nobody expected him to be so disturbed. I couldn't believe the police found those sick photos in his darkroom. Oh, those poor girls. At least he's in jail along with Nathan for kidnapping and murder. And Sean Prescott is now under serious investigation for all his years of corruption. Money and power can only protect you for so long at Arcadia Bay. The irony is that for once, Sean Prescott actually had no clue what was going on with Jefferson. And he even brought him to Blackwell. Oh. I'd like to think there's some karma involved. The Prescotts have had this coming. I do believe that what goes around comes around. I just hope it's all good for a change. I'm hoping this is a fresh start, Principal Wells. Like I said before, you're an adult now, Max. You can call me Ray. Oh, at least for this event. Now, if you'll excuse me, I hear the buffet calling me again. Max hat schon Nasenbluten, also weiter mit der Zeit spielen. Super Idee. So, how are you handling your new fame as a photographer? I don't
feel like a famous photographer yet. Every journey starts... I don't know. I'm just lucky. There's no way I'm a real photographer yet. Don't sell yourself short, Max. Maybe I feel guilty for celebrating. Leave that to me. I should have been more proactive about Kate Marsh and her awful situation. She's strong, and I'm glad she made it out of that hell. I should have put my foot down with Nathan Prescott. Mark Jefferson was good about hiding his tracks. We were all fooled by him. Most of all, me. As you might know, I have a weakness for prestige. And Jefferson had such a great reputation. Nobody expected him to be so disturbed. I couldn't believe the police found those sick photos in his dark room. Oh, those poor girls. At least he's in jail along with Nathan for kidnapping and murder. And Sean Prescott is now... Now if we can just figure out what's going on with the weather, maybe everything will be like it was before. Environmental science is above my pay grade, Max. But it sure would be nice to get back to Blackwell Academy the way it was before. I'm hoping this is a fresh start, Principal Wells. Like I said before, you're an adult now, Max. You can call me Ray. Oh, at least for this event. Now, if you... Ich hoffe, wir können es wieder so vorfinden, wie wir es verlassen haben. Schön. Yes. Oh, how are you handling your new fame as a photographer? I don't... Every journey starts with the first... It's kind of... All the more reason to... Maybe I... Leave that... I should have told you that Nathan brought a gun to school this week. Maybe things would have been different. Maybe not. I probably wouldn't have believed that he did. The Prescotts have a way of getting their way, or should I say, had. And Jefferson had such a great reputation. At least he... And Sean Prescott... Now if we can just figure... Environmental science is above... I'm hoping this is a... Like I said before. It was cool that Principal Wells came along. He could have canceled our entries after what happened with Jefferson. Excuse me, Max. I have to go call my wife and tell her I haven't broken my diet. No blackmail, please. Wie einfach lügt. Wir können ihn damit erpressen, wenn wir ein Foto von machen. Hallo, Essen. Warum hast du ein Glas in der Hand? Ach so. I guess I have to get used to the idea of fancy food I don't want to eat. Dass ich nicht essen will. Einfach liegt das hier so rum, was bestimmt schon jeder 5-mal angetatscht hat. Würde ich auch nicht antatschen und einfach nicht essen wollen. Young and grunge. He'll think about those days for the rest of his life in prison. Wer ist das denn? Good. Da fehlt ein Bart. Bekannter Fotograf und Lehrer für Mord und Entführung verhaftet. Da war er wohl noch anders. Zumindest optisch etwas anders. Geistig gestört war er aber auch bestimmt auch schon. Der Pulli und etwas nervös ist, so wie er mit dem Bein zuckelt. Unruhig könnte man auch sagen. Hostessen, Held des Alltags, weil sie einem den Flug angenehm. Ich bin noch nie in einem Passagierflugzeug unterwegs gewesen. Bin schon geflogen. Auch mit einem richtig coolen Propellerflugzeug. Ist schon lange her, aber so eine Maschine, um jetzt einfach mal in eine andere Stadt zu reisen? Nö. Bisher noch nicht.
Propellerflugzeuge sind schon ziemlich cool. Aber so richtig. Irgendwohin will sie. Eine Heldin des Alltags, weil sie einfach reist? Hä? I can always run to Principal Wells in case I need somebody to talk with. Nee, geht nicht. Der muss I'm gerade... surprised how chill he is outside of campus. Ja, kann ja ganz anders sein. Ohne Stock im Arsch. Oh, hey, you're the one who entered the self-portrait. Or actually, do you call it a selfie? Anyway, I was very impressed about how you subverted it to make all of your photo subjects the focus. Oh, very smart. Ein Foto von ganz vielen Fotos. Er muss sich ja ums Buffet kümmern. Like, I do not understand art. Das hier ist vielleicht kein Bergsteiger, das ist vielleicht einfach ein Forscher, der in den Bergen neue Geheimnisse entdeckt oder einfach die Welt da entdeckt und sie vielleicht mit dokumentiert, sodass auch andere, die sich das nicht trauen, auf die Berge zu steigen oder die das einfach nicht machen wollen oder können, denen auch einfach das mitzugeben. Zwei Heldinnen des Alltags, weil sie vielleicht repräsentativ sind für welche, die sich nicht trauen, der Öffentlichkeit zu zeigen. Also gleichgeschlechtlich, liebend. Denke ich mal, wird der Ansatz sein. Guten Tag. Well, I have to say, this is the best everyday hero show I've seen since it began. All the pictures say a lot about our times. Bravo. Bravo. Richtig überzeugt. Das ist keine Show. How much would you pay for that? Lass ich so stehen, Held des Alltags. Das auch. Das ist vielleicht jemand, der sich um... Stellt euch vor, das sind... Nehmen wir mal an, es ist nicht die leibliche Mutter, sondern die Adoptivmutter von ihm da. Ist doch keine sie, oder? Dann ist sie als Adoptivelternteil auf jeden Fall ein Held des Alltags. Sie gibt nämlich Kindern die Möglichkeit, eine Familie zu haben. Leute, die andere zu Grabe tragen, Helden des Alltags. Jetzt nicht so im Sinne von... Das könnte man aber meinen. Es geht dann wohl eher um die Position, die sie innehaben, als auch gewissermaßen Repräsentant. Also die zum Beispiel bei der Queen einfach da rumstehen und einfach schick aussehen. Solche Leute. I want to move into Oh, this das Bild da oben. Du schon wieder. Journalist. Loving the retro vibe. Me too. Excuse me. Yeah. I just wanted to tell you how much I loved your photograph. I've seen a lot today, but there's something powerful and understated in yours. I can't wait to see much more of your work in the future. Max Caulfield, everyday hero. Ich muss ja an zweierlei denken. Wird wohl eine Kellnerin in einem Diner sein? Auch gewissermaßen Held des Alltags. Sie versorgt die hart Arbeitenden in der Pause mit Futter. Könnte aber auch genauso eine Krankenschwester sein. Wobei, dafür ist da viel zu viel auf dem Tablett. Jemanden, der Obdachlosen eine Mahlzeit gibt. Ja. Leute in der Armee. Ja. Der David. Was ist das? Ach ja. David Hasselhoff. Was wird das denn? Hör doch mal auf. Schiebung. Das Bild da oben ist schon schwieriger. Das ist ein Kind mit seinem Haustier.
I probably should at least go see my picture and see how it looks on the wall of a real gallery. Who knows when this will happen again. Das ist dann schon schwieriger. Ein Polizeimann. Ist wohl eher gerade auf... Wir werden doch schon wieder... Ja, geschoben. Ist wohl eher gerade auf einer Demo im Einsatz, aber auch ja, Polizisten auf jeden Fall. Eine Armeefrau. Passend dazu. Kann man so stehen lassen. Eher weniger Armeemann, eher jemand aus einer Garde. Vielleicht der irgendeine Queen beschützt. Held des Alltags. So, jetzt aber. Über das Glas aus dem Bild. Eine Oma und ein kleines Kind. Die kennen sich vielleicht auch nicht so großartig, aber die ältere Frau zeigt einfach dem Kind die schönen Ecken dieser Welt. Ja, so eine Müllgasse. Nee, zeigt, wie die Welt in Wahrheit ist. Okay, bringen wir schnell hinter uns. Hi, excuse me, you're Max Caulfield, right? Yeah. Yes. Sorry to bother you, but my name is Danny Lee, and I'm with the Berkeley People's Herald. I edit their arts section, and I totally dig your work. Now, I know the whole ironic selfie thing is kind of played out, but there's something timeless about your images, so I'd love to set up an appointment or interview with you when you get a chance. Here's my card. So great talking with you, Max. You too, Danny. Max hat ja gar nicht so viel gesprochen, aber er hat sie einfach überrumpelt und Max ist sowieso etwas aufgeregt, wenn sie angesprochen wird, allen voran in der Zeitgeist-Galerie, wo es auch um sie geht und ja, Max ist ja auch etwas schüchtern. Feuerwehr, Mann oder Frau, sieht eher aus wie ein Mann, ja, kann man auch so stehen lassen. Vögel, blaue Vögel. Es geht wohl einfach repräsentativ um Mamis. Lass mal so stehen. Hey, I love your shot. I just wanted to say congratulations, and I hope you get a lot more attention. Komisch, dass wir hier sonst keine Teilnehmer sehen. Wahrscheinlich sind die alle nicht gekommen, weil nicht erster Platz, hä? Jemanden, der im Labor arbeitet, der vielleicht durch einen Laborunfall, puff, ich denke da gerade an Warren, seinen Unterarm verloren hat und trotzdem weitermacht. Trotzdem für andere forscht. Damit andere vielleicht ein besseres Leben haben durch seine Entdeckungen. Held des Alltags. Jemand, der sich darum kümmert, dass die Hinterbliebenen einfach eine Möglichkeit, einen Ort haben, um an die Verstorbenen zu gedenken? Ja, warum nicht? Also so interpretiere ich einfach mal die Person da. Wirkte zwar eher wie jemand, der einfach jemanden besucht, aber ich stelle mir gerade vor, wie das einfach Friedhofswärter ist, Verantwortlicher für den Friedhof. Jemanden, der kleine Tiere, der sich um Tiere kümmert. Ja, Held des Alltags. Allen voran, wenn sie vielleicht aus dem Nest gefallen sind. Maybe I have to put my rewind power on a major timeout. Fuck it. Pun intended. Da kann Max auch nicht von ablassen. Usually these kind of contests, they put me to sleep, but I like how this show is about specific actions, you know, not just abstractions. The Zeitgeist is doing some unique stuff this year. Und dann ist ja gut. So, wir machen How do hier these weiter. galleries afford to rent here? Oh, ein Hund, der sich um ein kleines Wesen kümmert. Held des Alltags. Vielleicht ein Erzieher, der sich um ein kleines Wesen kümmert. Held des Alltags. Lehrerin? Warum nicht? Jemand, der gegen vielleicht Krebs kämpft? Held des Alltags, weil kämpft für das Leben und gibt
vielleicht auch anderen Kraft, wenn die Person selbst überlebt und von den Erfahrungen berichtet und eben anderen Mut gibt. Ärzte, das ist eher Auswahlbrille wie auch jemand aus dem Labor, aber warum soll das kein Arzt sein? Auch in einem Krankenhaus gibt es ein Labor. Lass mal so stehen. Jemanden, der Obdachlosen hilft. Das sieht jetzt nicht aus wie ein Geldschein, vielleicht mit einer Eintrittskarte fürs Kino. How much would I charge ein, if somebody Vorsicht. wanted to buy my picture? Whoa. Slow down, Max Warhol. Warhol. Krankenschwester. Held des Alltags. Können wir so stehen lassen. Oh. Held des Alltags war einfach ein Tier. Ja. Feuerwehrmann, der Tier rettet. Auf jeden I Fall. wonder if I can buy these everyday heroes pictures. Ein Astronaut, Astronautin, Held des Alltags. Ja, irgendwer muss hier die ganze Technik ins All schubsen. Eigenhändig. Ja, also Held des Alltags. Ein Blindenhund. Ein Rollstuhl-Führerhund. Held des Alltags, lass mal so stehen. Welche, die sich für Minderheiten einsetzen? Für... Wie heißt es doch so schön? Vorsicht, für Querkinder. Warum nicht? Sie stehen minimal im Weg. Können Sie bitte mal woanders im Weg stehen? Mann, ey. Er will auch nicht weggehen. Wir stehen wir ihm gerade auch im Weg, dass er nicht weggehen kann. Das könnte auch What's that sein. line from Blade Runner? Revel in your time. Genieße die Zeit. Polizist und sein Hund, Held des Alltags, ja. Ein Papa und sein Kind. Der Papa, Held des Alltags, warum nicht? Mama und Kind oder große Schwester und Kind, warum nicht? Sorry, I don't know your name, but I saw your picture in the gallery brochure, and I just wanted to let you know how cool your entry was. God, I love art. Jemand, der sein Bein verloren hat, jetzt eine Prothese trägt und damit auch zeigt, hey, wirkt vielleicht auf den ersten Blick etwas sonderbar. Ich bin ein Sonderling, aber gibt damit auch ein Zeichen für, niemand sollte sich schämen für das, was er auch erlebt hat. You must be the everyday hero from Blackwell. My name is Lauren Francis, and I run the media department at Detroit's School of Visual Arts. I'd love to talk about you being a residency next spring. Don't say anything to Principal Wells yet. Okay. Bad exposure, bad framing, bad picture. I could have done this so much better. Bei der Sonnenbrille muss ich gerade an Matrix denken. Also Held des Alltags, jemand, der in der Matrix unterwegs ist? Ja. Ein Krankenwagenfahrer, Held des Alltags? Ja. Oh, David. Jemand, der im Krieg oder im Einsatz sein Leben verloren hat. Vielleicht fürs Brunnenbauen und ist dann über eine Mine gefahren. Max wird wieder ihren Teil dazu beitragen, dass ich in besondere Gedanken komme. I can't believe I'm in San Francisco. How can I process Diese this Musik. after all the death I've seen this week? I wish Chloe was here with me now. Without her, I couldn't have fought Jefferson. And she always pushed me to not be shy about my photos. Even if that feels so trivial after what happened with Rachel and Kate. But for whatever reason, I have this power. I hope I finally used it right. Hoffentlich setze ich sie jetzt richtig ein.
Max wünscht sich, dass Chloe bei ihr ist. Kann ich verstehen, weil es ist ja für Max eine schwierige Zeit und da kann Beistand allen voran von ihrem besten Stück, Chloe das Stück, einfach nicht schaden. Und in erster Linie einfach Beistand haben in dieser Zeit. Max kann ja auch nicht alles wissen und braucht da vielleicht auch einen Rat. Da sehe ich mich halt wieder mit. Einfach als Begleitung von Max und nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln und ihr so gut es geht aus der Entfernung beizustehen. Ich finde den Gedanken immer noch cool. Keine Frage. Das Portal nach Arcadia Bay zu finden. Um dann bei den beiden zu sein. Einfach weil das Beistehen so aus der Entfernung, sag ich mal, in einer anderen Matrix doch nochmal was ganz was anderes ist. Und ja, ich hoffe, ich tue jetzt endlich das Richtige. Wie schwer es Max einfach hat. Nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln. Es ist so einfach gesagt. Man kann nicht an alles denken. Die Kraft ist ein Geschenk, eine Gabe, aber damit umzugehen, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Und natürlich ist die Kraft auch eine Last. Eben wenn was schief geht oder wer bin ich zu entscheiden, wie es richtig sein soll? Ich meine, Max ist ja auch einfach natürlich nicht nur objektiv. Sie wird natürlich von ihren Gefühlen gesteuert und dann nach Besten und Gewissen zu handeln und wer bin ich, dass ich jetzt über Leben und Tod einer Person entscheiden kann soll. Es ist alles andere als einfach, also so cool eine Superkraft auf den ersten Blick klingt, wenn man mal genau darüber nachdenkt, was für Konsequenzen oder was das einfach für Nebenwirkungen hat. Da will man vielleicht auch einfach in Anführungszeichen normal sein. Wisst ihr was? Wir lauschen der Musik jetzt einfach nochmal eine Minute. Ich will es einfach gerade und deswegen müsst ihr mitziehen. Oder ihr spult vor. Ich finde Gitarrenmusik einfach so schön. Das war schon vor Life is Strange so, aber das wurde mit Life is Strange nochmal ein Stück verstärkt. Max Caulfield, Held des Alltags.
Ja, warum nicht? Hi, and there she is to save the day. Hi. You did it, Max. You're a real artist. At least for today. Die Matrix ist kaputt. Hier fehlt Sound. Chloe! Hey, are you okay? We lost you there for a second. Your nose. I'm okay. Jet lag. High altitude. Oh, you left the ringer off, idiot. Oh, Come nur on. 6, nicht 17. Please answer. Max, holy shit, man, your vision. It's true. You saw the tornado. It's coming. What? Oh no. Chloe, where are you? I'm so fucking scared. I'm by the beach. Chloe! Can you hear me? Hello? Hello? Das verursacht wieder so unangenehme Gänsehaut. Oh my god. The tornado was real. Oh, I didn't fix shit. Chloe will die. Arcadia Bay is gonna be destroyed. There has to be a way to stop this. For good. Like, I do not understand art. How much would you pay for that? Etwas in sich gekehrt jetzt läuft, ohne jetzt einen großen Plan zu haben, wie sie gerade läuft. Und ein weiteres Mal Großreisen und wieder was durcheinander bringen. Excuse me, I'd love to ask you a few questions about your work. Sorry, but Nicht jetzt. oh shit. Oh, my head. What is going on now? It feels like reality is breaking apart. What am I doing to time? Boah, wie das wirkt. My previous timeline was so perfect. I'll accept that I need to be in Arcadia Bay, not San Francisco. Das haben wir nicht gesehen. Wie viele Fotos hier hängen und wie man die gerade besser sehen kann, aber ich würde sie gerne im Detail besser sehen und von Max zu jedem Foto einen Kommentar hören. Wie man da einfach nicht hin kann. Im kleinen Zimmer noch eingeschränkt, na super. Ich will doch nach Lisa gucken. Max, do not screw up this timeline. You're almost done. Okay, gibt's nichts Besonderes. Ich muss mein Selfie zerreißen. Nichts Besonderes im Tagebuch. I just have to make one simple change, so I won't end up in San Francisco. Simple. Einfach, ja. Es könnte alles so einfach sein. Sorry, San Francisco. Chloe comes first. Das sowieso. Auch hier in dieser Matrix fehlt wieder Sound. Toll, Tagebuch verbrannt.
Draußen regnet's wohl. Oh, fuck. God, no. I'm back here again? I thought I fixed everything. What did you say, Max? What? Jefferson should be in jail, not here. Jesus. Oh, Max, It's like you're back in my class. You're still spacing out. It might be cool if you took one of your patented selfies now. The transformation between the old Max and the new Max. Anyway, answer my question, please. Gerne doch, wie Max guckt. Frage beantworten sehr, sehr gerne, aber erst in der nächsten Folge. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.